Es gibt diesen Moment. In fast jeder Wohnung, fast jeden Abend. Eine Person räumt in der Küche auf. Geschirrspüler, Arbeitsplatte, Müll. Die andere Person sitzt auf dem Sofa, vielleicht am Handy, vielleicht mit einem Buch. Kein Streit, kein Drama, einfach Alltag. Und dann fällt dieser eine Satz. Soll ich dir bei irgendetwas helfen? Eigentlich ein nettes Angebot und trotzdem steckt in diesem Satz ein merkwürdiger Gedanke, denn wer hilft, übernimmt nichts, wer hilft, springt eigentlich nur kurz ein, als wäre der Haushalt ein Projekt von jemand anderem. In diesem Moment entsteht eine unsichtbare Grenze. Der Begriff Mithilfe macht deutlich, eine Person ist zuständig, die andere unterstützt nur gelegentlich. Es ist eine sprachliche Kleinigkeit, aber sie verrät alles über die Rollenverteilung. Dabei geht es selten um sichtbare Aufgaben wie Staubsaugen oder Abwaschen. Der Unterschied liegt ganz woanders. Nicht im Machen, sondern im Denken. Das Problem ist nicht der Staubsauger, es ist das Wissen, dass der Beutel voll ist. Es ist nicht der Müll, es ist das Wissen, dass morgen Abfuhr ist. Es ist auch nicht der Einkauf, sondern das Wissen, dass die Milch halb leer ist und morgen früh Kaffee getrunken werden soll. Diese Art von Arbeit findet im Hintergrund statt, denn sie besteht aus Erinnern, Planen, Organisieren, Vorausdenken. Diese kleinen Gedankenschleifen, die eigentlich den ganzen Tag überlaufen. Wann ist eigentlich der nächste Arzttermin? Wurde das Geschenk für den Geburtstag besorgt? Reicht das Waschmittel noch? Oder wer ruft eigentlich bei der Oma an? Diese Gedanken erscheinen nicht einfach auf einer Liste, sie tauchen auf, immer wieder, weil jemand weiß, dass sie sonst niemand im Blick hat. Es ist eine Art innerer Kalender, ein Netz aus kleinen Verantwortlichkeiten, das dafür sorgt, dass der Alltag reibungslos weiterläuft. Diese Form von Arbeit hat einen entscheidenden Unterschied, sie endet nie wirklich. Der Staubsauger wird weggestellt, der Müll ist draußen, aber das Denken hört nicht auf. Während eine Person abschaltet, läuft im Kopf der anderen der nächste Ablauf weiter, wie eine App im Hintergrund, die langsam den Akku leert, obwohl das Gerät scheinbar im Ruhemodus ist. Wer nun mithilft, erlebt diese Ebene gar nicht, denn diese Aufgabe erscheint nur dann, wenn jemand auch darauf hinweist. Der Müll wird erst sichtbar, wenn jemand sagt, der muss raus. Der Einkauf entsteht erst dann, wenn jemand fragt, kannst du noch Milch mitbringen? Es entsteht ein simples Reiz-Reaktionsschema. Eine Person bemerkt, organisiert, erinnert, die andere reagiert darauf. Doch genau hier entsteht die eigentliche Last. Denn wer organisiert, trägt ja nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Verantwortung, dass sie überhaupt gesehen wird. Verantwortung bedeutet, alles im Überblick zu behalten, zu wissen, was fehlt. Dazu gehört ein Muster, das eigentlich schon fast komisch wirkt, denn auf die Frage, wo eigentlich das Waschmittel steht, folgt meistens innerhalb von wenigen Sekunden die Antwort. Doch genau hinter dieser Frage steckt ein Moment, in dem Verantwortung zurückgegeben wird. Wer fragt, überträgt die Suche an jemand anderen. Interessant wird dieses Muster bei der eigenen Wahrnehmung. In Umfragen geben ca. 2/3 der Männer an, der Haushalt sei fair aufgeteilt. Bei Frauen sieht es nicht einmal die Hälfte so. Menschen sehen sehr, sehr genau, was sie selbst tun. Sie sehen aber selten, was im Kopf der anderen passiert. Wer den Müll rausbringt, merkt sich den Weg zur Tonne. Doch die unsichtbaren Schritte erscheinen in keiner Statistik. Das Problem ist auch nicht Faulheit, sondern die unterschiedliche Wahrnehmung. Unser Gehirn ist effizient, denn es scannt nur das, wofür er sich auch wirklich verantwortlich fühlt. Wer in der Rolle des Helfers steckt, schaltet den Scan-Modus unbewusst ab. Man sieht zwar den vollen Müllbeutel, aber das Gehirn markiert ihn nicht als meine Aufgabe. Es ist wie ein Beifahrer im Auto. Man sieht die Kurve, aber man lenkt nicht mit, weil man weiß, dass jemand anderes am Steuer sitzt. Das ist das Paradoxon. Je mehr die eine Person organisiert, desto mehr verlernt die andere Person das Bemerken. Hilfe ist hier kein Pflaster, sondern ein Teil der Wunde. Jemand, der nur hilft, bleibt in der passiven Warteschleife. Neben dieser organisatorischen Ebene gibt es noch eine zweite, die Arbeit an der Stimmung. Wer merkt, dass jemand gestresst wirkt? Oft wird das als Charakterzug abgetan, als etwas, das jemand von Natur aus besser kann. Doch in der Regel ist das eine Form von dauerhafter Wachsamkeit. Ein emotionaler Radar, der ständig überprüft, ob eigentlich alles noch im Gleichgewicht ist. Diese Kombination aus Organisationstalent und Aufmerksamkeit kann zu einer enormen Last werden. Nicht, weil jede einzelne Aufgabe so schwer wäre, sondern weil sie nie endet. Eine Person übernimmt die Verantwortung für das große Ganze, die andere erledigt nur Ausschnitte und genau hier beginnt sich etwas an der Beziehung zu verändern. Denn wer ständig erinnern oder erklären muss, erlebt den Partner nicht mehr auf Augenhöhe. Der andere wird langsam zu einem Projekt, zu jemandem, dem man die Welt erklären muss. Und damit stirbt etwas anderes.
begehren. Es ist schwer, jemanden als erwachsenen Partner wahrzunehmen, wenn man ihn ständig an das Katzenfutter oder einen Arzttermin erinnern muss. Aus zwei Gleichberechtigten wird eine Geschäftsführung und ein Gehilfe. Aber vielleicht genau erklärt das auch die Erschöpfung. Selbst wenn die Wohnung glänzt, das Gefühl bleibt. Weil die unsichtbare Ebene im Kopf eigentlich nie Pause macht. Die Ebene aus Gedanken und Entscheidungen, die dafür sorgt, dass das Leben eigentlich erst stattfindet. Am Ende bleibt eine einfache Frage: Ist eine Beziehung wirklich noch eine Partnerschaft, wenn eine Person die Last der Welt eigentlich fast vollständig allein im Kopf tragen muss? Oder ist sie zu etwas anderem geworden? Zu einem gut organisierten System. Mit einer Person, die hilft, und einer Person, die alles zusammenhält. Das war das Wort zum Sonntag. Also bei mir gibt es keine strikte Rollenverteilung. Ich mag Männer, die kochen, ich mag Männer, die den Haushalt schmeißen, aber auch gleichzeitig kann ich kochen und gleichzeitig kann ich auch bügeln. Trotzdem bin ich eine Frau und keine Hausfrau. Ja, meine Qualitäten liegen woanders. Im Reisen, natürlich. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Macht es gut.